Den meisten Leuten ist ja gar nicht bewusst, wie lange man so einer Albumproduktion eigentlich arbeitet. Aber wenn du eine Band bist wie eine River Crossing, die gerne die Songs auseinandernehmen und nicht nur die Songs, sondern im Prinzip wie jeder Schlag, jeder Drumfeel, jeder Basslauf, jeder Gitarrensound, alle Gesangsperformances, dann dauert es einfach länger. Ich mache Musik, weil es für mich sehr viel bedeutet, so aus dem Alltag auszubrechen und einfach, ich sage jetzt, meine Energie so ein bisschen abzuladen. Darum spiele ich auch Schlagzeug. Ich habe einen Klang im Kopf, wie etwas soll tönen. Und den werde ich nie erreichen, weil das ist so ein perfekter Klang. Und ich glaube, das kennen viele Gitarristen oder viele Musiker, die immer versuchen, den Klang so dahingehend zu verbessern, dass er im Idealklang, den man im Kopf hat, am nächsten kommt. Ich merke das, wenn ich Songs spiele oder jetzt auch von die neuen Songs höre. Ich habe Hühnerhaut-Moment, finde ich mega cool. Wenn man das kann sagen von den eigenen Songs. Für mich ist so der erste Moment ist recht überwältigend gewesen. So wie ich unsere Musik noch nie gehört habe. Musikalisch ist ein River Crossing für mich wie so ein bisschen die modernere Pink Floyd. Es sind auch lange Songs. Mir geht wirklich auf einen Soundtrack ein, viel mehr als auf eine Art wie einen Popsong. Es ist nicht wichtig, dass jetzt ein Chorus sich immer wiederholen muss. Man hat nicht irgendwie das Ziel, dass man irgendwie auf einer Spotify-Playlist muss nach 30 Sekunden schon beim Hörer ankommen oder in ein Radio kommen. Und das macht es schon sehr, sehr cool. Der Startschuss war eigentlich im Grünenwald, wo wir gestartet haben, um neue Songs zu machen. Wir hatten dann so ein 3er-Päckchen. 2 haben wir dann recht gut finalisieren soweit. Haben die auch dann schon live gespielt. Haben wir gewusst, die wollen wir sicher aufnehmen, weil die sind soweit mal parat. Wir haben dann noch den Reto kennengelernt durch Felix. Der Reto Borel hat einen sehr grossen Hintergrund als Musiker, als Produzent, als wirklich Wissender, wie das Business funktioniert, was es braucht und. Ich habe ihm auch Songideen geschickt oder abgespielt und er hat wie das Potenzial erkannt und gesagt, hey, aus dem müssen wir unbedingt etwas machen. Ich habe die Band kennengelernt. Ich durfte mit ihnen auf eine kleine Tournee gehen. Das hat fast am meisten Sinn gemacht, statt sich im Proberaum zu treffen, so eine Band auch kennenlernen, wie sind sie, was sind es für Typen, wie kommen sie live über. Das ist natürlich für mich als Musikproduzent sehr, sehr wichtig, weil ich erkenne viel mehr den Charakter der einzelnen Musiker, als wenn sie in einem Studio gerade antreten, in einem Proberaum. Du siehst echt dann auch von der Sicht und vom Gehör vom Publikum aus, was kommt über. Hey, der 16-Bass, weißt du noch ein bisschen, wie der ist? Das ist drüber Wahnsinn. Finde ich mega. Ich kann sonst nicht mehr. Als es ums Schlagzeug aufnehmen gegangen ist, habe ich vorgeschlagen, dass wir das in den Soma-Studios in Zofingen bei dem Dave Hoffmann aufnehmen. Weil ich habe schon sehr oft mit ihm gearbeitet und er ist auch ein guter Freund und es sind gute Räume. Das haben wir gebraucht für die Produktion, weil wir wollten, dass das Schlagzeug auch in gewissen Songs, in gewissen Teilen der Songs sehr gross klingen. Und da hat es nicht so Sinn gemacht, wenn wir ein kleines Studio buchen, weil man wirklich mit diesen Räumen arbeiten wollte. Ich arbeite sehr gerne mit Dave Hoffmann auch, weil wir uns in- und auswendig können. Und ich liebe die Geradehrlichkeit raus, weil nur so kommen wir sehr kurz ans Ziel. Also ich bin David Hoffmann. Wir sind hier in Zofingen im Soma-Studio. Das ist mein Studio. Heute haben wir für die 3 Songs, die neuen Songs von River Crossing, haben wir Basics tracked. Also das heisst, er hat die ganze Band gleichzeitig gespielt und hat alle ihre Instrumente live eingespielt. Meine Aufgabe war jetzt heute, zu
zu schauen, dass wir alles gut aufnehmen können, dass jeder seinen Platz hat, dass die Instrumente genug voneinander getrennt sind und dass man quasi eine gute Basis hat, um nachher weiterzuarbeiten. Der heutige Tag hat so ausgesehen, dass die Band etwa 9:30 gekommen ist. Nachher haben wir alles irgendwie platziert, schlau in diesem grossen Aufnahmeraum und in den verschiedenen Kabinen. Als erstes immer das Zentrale ist sicher Schlagzeug. Da muss man am meisten Mikrofon aufstellen dazu. Man muss ein bisschen ausprobieren, welche Trommeln, wie Stimmen etc. Bei der Gitarre ist eigentlich der Sound schon gestanden und beim Bass das ist eigentlich zackig gegangen. Und beim Schlagzeug haben wir dann auch durch den Tag durch je nach Stück noch ein bisschen experimentiert und vielleicht einmal die Trommel ausgewechselt. Bis am Schluss, wo wir noch die Overdubs gemacht haben. Overdubs, also im Nachhinein noch etwas auf die bestehende Live-Aufnahme aufnehmen mit diesen Tamburentrommeln und den grossen Pauken, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu gestalten. Also man muss sagen, die Band spielt so gut, dass man es eigentlich so kann behalten kann. Jetzt hat man in der Postproduktion ja immer noch die Möglichkeit, Sachen zu optimieren oder noch etwas aufzunehmen oder zu verbessern. Was ich speziell gefunden habe im Studio, ist natürlich, dass jetzt zum Beispiel der Felix in einem separaten Kämmerchen war, dass wir sehr grosse Distanzen hatten zueinander. Und ja, dass dich mehrheitlich einfach auf einen Klick und deinen eigenen Sound konzentriert hast. Und nicht wirklich hast können, so den Gesamtsound oder auch die Songs wirklich genießen, so wie das vielleicht auf der Bühne oder im Bandraum machen kannst, sondern dass du wirklich schaust, dass du von jedem ein bisschen etwas hörst, aber einfach hauptsächlich wirklich den Klick im Ohr hast und dich auf dein Zeug konzentrierst. Mein Highlight war eigentlich der Hidden Place, der erste Song. Wenn du wirklich das erste Mal den Song hörst, ich sage jetzt mal nur hier in der Rohfassung und im Vergleich zu dem, was wir im Bandraum aufgenommen haben, wie massiv das überkommt. Und ja, auf den hat mich eigentlich richtig gefallen. Die nächsten paar Tage werde ich alle Aufnahmen, die ich gemacht habe, durchhören und bin so picky und tue einfach von jedem Song das Beste rausnehmen, mal alles zusammenstellen. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich kann es vielleicht so erklären, wenn man einen Song hat und wir nehmen den ca. 5 bis 8 Mal auf und dann tue ich wirklich Teil für Teil durchhören und finde vielleicht von einem Drum-Take, wow, das Drum-Feel ist hier in diesem Take Nummer 5 besser. Dann nehme ich gerne das und dann tue ich das so vorbereiten, dass es weitergeht. Wir haben alle Gitarrenparts bei uns im Bandraum aufgenommen. Mit dem Reto zusammen. Er ist sehr leichtgewichtig mit seinem Equipment zu unserem Bandraum gekommen und wir haben den ein bisschen umgestaltet, damit wir optimal Gitarrensounds aufnehmen können. Das war so, dass wir eigentlich außerhalb des Bandraums so ein Kabäuschen gebaut haben, wo der ganze Verstärker drin war. Dass wir innerhalb des Bandraums, wenn wir die Tür dazu gemacht haben, eigentlich ohne Kopfhörer einspielen und auch gut diskutieren, ohne dass das Ganze auf dem Mikrofon ist. Ich habe es eine angenehme Art gefunden zum Aufnehmen. Was ich etwas schwieriger gefunden habe, ist, wenn wir komplett ohne Verstärker aufgenommen hätten, sondern alles direkt mit Line-In. Ich glaube, dann hätte ich das nicht so gespürt.
Aber wir wollen eine normale Les Paul aufnehmen, den gleichen Sound wie vorher da hinten. Und dazu zusätzlich eine oktavierte, noch eine dritte, die in die Mitte nimmt. Wenn ihr das könnt. Dann könnte man die Düse nehmen oder so. Oder auch die. Können wir probieren, ja. Das könnte doch cool sein. Ja, also. Dass man das oder Pog macht. Ja. Einfach natürlich so machen, ja. Ist gut. Thank you. Er heißt Jason, so ein Bösewicht. Den musst du immer anschlagen. Das Nur die Melodie. Nur die Höhen. Nein. Das kommt schon recht gut, finde ich, nicht? Schrei! Geil! Schreien wir. Die Idee war eigentlich zuerst, dass wir den Bass gerade auch im Sommerstudio mit dem Dave aufnehmen könnten. Aber irgendwie hat es nicht so funktioniert, wie sich der Reto das vorgestellt hat. Sei es technisch oder spielerisch. Der Bass hat wie zu wenig Gewicht bekommen, eigentlich. Und als ich in meinem Studio war, alles gelesen und gefunden, hey, wir können viel mehr rausholen. Ich glaube, der Livio, wenn er das alles kann, auf das perfekte Schlagzeug drauf spielen, kommt viel mehr raus. Und wir können dann auch viel mehr auch noch ausprobieren. Weil ich gemerkt habe, bei den verschiedenen Takes hat der Livio immer Sachen nicht immer gleich gemacht und hat gespürt, er ist noch nicht sicher, was er wo spielen. Und wenn wir das dann wirklich zusammen im Studio angehen können, kommen wir viel besser auf den Punkt. Ich bin dann zum Reto gegangen, auf Stanz in sein Studio und hatte nur das Effektboard dabei gehabt. Ich habe mich dann zuerst gewundert, ja, also hat er dann einen Bassamp oder wie läuft das, reingekommen. Und dann habe ich so gefragt, ja, ein Effektgerät ausstellen? So, ja, kannst, ja, nein, komm, wir probieren gerade mal einen direkt. Ich so, okay. Habe dann auch im Vorfeld mit dem Jonas über das geredet, weil wir es halt mega fühlen, wenn wir mit dem Verstärker interagieren und den Gespür schnell und ja, hat das Live-Feeling, ich glaube, das liegt uns beiden mega. Und darum war es eine mega ungewandte Situation, direkt rein mit dem Bass. Auch so ein bisschen gewundert, hey, Wunderung, kommt das gut? Natürlich hast du irgendwie gewusst, ja, er weiss ja, was er macht, also so verkehrt wird es nicht sein. Ich glaube, wir holen viel mehr Punch raus, indem wir das direkte Signal. Weil hauptsächlich hast du selten klein, gell? Ich glaube, nur hier im Torn habe ich es rausgehört, dass es Ja, aber der App selber ist halt schon schön leicht gezerrt mit Es ist das vom Anschlag ist super Ding. Es ist dann mehr, dass man nicht anziehen. Das ist halt, wenn immer live gespielt ist, nicht im Studio. Im Studio, wenn es einfach nur klicken da. Kommen wir doch mal drauf los. Schlussendlich muss ich sagen, es war eine mega angenehme Stimmung. Du hast gemütlich sitzen.
hast eigentlich dich nicht mehr so auf die Effektboards konzentrieren. Du hast wirklich einfach durchrohren. Und schlussendlich war es eine mega gute Erfahrung gewesen und ich würde es glaube ich wieder so machen. Es war wirklich ein sehr guter Moment gewesen. Gesang aufnehmen im Reto war sehr effizient, sehr eine entspannte Geschichte, sehr eine konstruktive Geschichte. Der Reto hat mich auch recht gefordert. Für mich war ein Prozess, der sag mal, einerseits recht einfach von der Hand gegangen ist, weil ich primär singen musste und viele Entscheidungen habe ich nicht treffen. Das hat der Reto getroffen. Und ich finde das sehr entspannt, wenn ich muss singen muss. Und er entscheidet, welche Takes nehmen wir, welche Takes nehmen wir nicht. Er hat Einfluss genommen. Er hat gesagt, mach den noch eins, mach den noch eins. Das war recht entspannt und sehr eine effiziente Geschichte. Ja, es ist eine gute Zusammenarbeit. What a Tragedy wäre auch noch cool zum Abschließen. Was finde ich? Ja, das finde ich auch schön. Da habe ich gefunden, Wait in Vain oder Lost in Pain. You're Lost in Pain. Es ist eigentlich schon Lost in Pain, aber Wait in Vain. Ich finde es schön, You're Lost in Pain. Wie du willst. Ich finde, es sagt ein bisschen mehr aus. Ja. Aber das ist nicht falsch. Kann da mehr Vorlauf geben? Ja, das wäre gerade gerne mal. One, two, three. When darkness falls into light, before you see a touch of light, someone decides you'll never live a normal life, just cruelty and attempt, undignified, without warmth or safety. Im Übungsraum zu singen von der ganzen Band ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, wenn es so fest das Eingemachte geht, dann bin ich vielleicht auch so ein bisschen scheu oder was auch immer. Ich ziehe mir das vor, das ohne Band zu machen. Nicht, weil ich Angst habe, dass jemand sagt, mach das mal so oder mach das mal so. Aber ich glaube, das ist wie so eine Geschichte, wo sehr etwas Persönliches ist und wo ich einfach mit wenig Leuten kann und will teilen. Also ich glaube, sehr etwas Zentrales für Texte schreiben ist immer so der Gesamtkontext, was ein Song wiedergibt. Stimmungen, wie entwickelt sich ein Song. Und ich glaube, dort ist so ein bisschen daraus kristallisieren sich die Texte. Um was geht es, was will ich da drinnen verarbeiten. Grundsätzlich ist es so, dass halt mich das Leben als solches halt interessiert. Dem, wo ich mich drinnen befinde, das, was ich tagtäglich wahrnehme. Und das ist so ein bisschen eine Verarbeitung von eigentlich recht alltäglichen Themen, oder was uns halt immer wieder so ein bisschen vor die Füße gerührt wird oder wo man sich selber so ein bisschen drinnen befindet. Die Zusammenarbeit mit dem Reto war mega angenehm. Und was mir mega aufgefallen ist, eigentlich schon
ab der ersten Sekunde hat er immer gesagt «mir». Und das habe ich mega schön gefunden. Also es war immer, ja, oder als er auch in Paris mit uns unterwegs war, wenn er zu anderen Bands gegangen ist, hat er immer von «mir» erzählt. Wir sind die Band, also er ist automatisch wie auch ein Bandmitglied gewesen. Darum hat man auch mega offen miteinander reden. Wenn man etwas anderes wollte, auch wenn man vielleicht anderer Meinung war, es war ein mega guter Austausch gewesen. Und ich finde, es war eine mega bereichernde Zusammenarbeit gewesen. Die Zusammenarbeit mit dieser Band war eigentlich sehr, sehr neu gewesen, weil ich meistens Künstler produzieren, was immer einen Leader hat. Was viel einfacher ist, du hast eine Bezugsperson. Bei dieser Band hat es 4 Leader, was ein bisschen anstrengender ist, aber natürlich auch spannender. Meistens lernst du aber die Leute mit dem ersten Gespräch schon gut kennen. Und nachher weisst du genau, wie du halt Sachen angehen. Das war natürlich bei River Crossing ganz anders gewesen, weil man halt eben, weil ich mit ihnen vorab schon ein bisschen auf Tournee gehen und sie auch nach dem Konzert, vor dem Konzert und neben dem Musikspielen können lernen. Und dadurch ist eine Freundschaft entstanden und auf Freunde lässt man natürlich viel mehr als auf Businessleute. Und dadurch hat es auch sehr angenehm gemacht. Also wenn die Aufnahmen im Kasten sind, mache ich mal Rough Mixes, wo man einfach sehr roh, Rough heisst roh, sehr roh die Aufnahmen mal der Band geben und zum Anhören und Feedbacks holen. Welche Teile will man vielleicht noch einmal machen, welche Sounds passen noch nicht. Als ich das erste Mal Rough Mixes gehört habe, habe ich gedacht, das klingt nach uns, das ist für uns ein Improvement, denke ich, gegenüber zum letzten Mal. Die Rough Mixes hören war anstrengend, weil ich noch kein Bild hatte und wo ich das Gefühl hatte, wie bringt man das auf die Reihe, aus all diesen Spuren dann etwas Kompaktes zu formen. Und bringen wir das auch in einen Kontext oder auch zu einer Einheit. Es sind immer 4 Leute oder beziehungsweise 5 Leute, die den Anspruch haben, so soll es klingen oder das wird mehr Gewicht. Und wir sind, glaube ich, ich merke, mit den Rough Mixes sind wir schon früh in einen Wandel hineingegangen, wie soll das dann nachher aussehen. Ja, jeder hat den Anspruch für sich bekommen, das müsste anders sein, das müsste anders sein. Und das ist für mich so unglaublich chaotisch gewesen. Wir hatten einen gemeinsamen Chat gehabt. Das war sehr cool und ich musste dann auch immer lachen, wenn es im Chat abgegangen ist. So soll es auch sein. Wir sind natürlich am etwas kreieren und es ist natürlich sehr, sehr langweilig, wenn es mal nicht bollet. Es wird auch in dieser Band sehr wenig bollet, von dem her ausser dem WhatsApp-Chat. Aber Feedbacks, wir haben glaube ich, alles können lösen. Weil das grosse «Aha, oh, ich habe es mir anders vorgestellt», kommt erst beim Mischen. Wieder kommt einer, oder, wo das macht, wie er es empfindet, ausser man sagt von Anfang an. Aber es ist dann auch schade, wenn man zu viel sagt. Weißt du, weil der muss selber der muss unbedingt keine Ahnung. Es ist dann manchmal auch noch cool, zu schauen, was kommt vor. Ja, ich finde auch, wir müssen uns ein bisschen darauf einlassen, dass es ein bisschen halt nicht wird so tönen wie im Bandroom, sondern auch eine andere Art wird sein irgendwie. Aber wir müssen im Kopf haben, dass es dann schon noch ein bisschen anders wird tönen. Sowieso, ja. Aber wir werden noch zusammen noch einmal über das reden und können Vorgaben durchgehen, auch vom Panorama. Stimmt das? Und ihm das einfach sagen auch. Ich meine, meine Grundding wird sein, wir lieben deine Räume auf deinen Platten. Nimm das durch. Alle Reverbs, die ich drauf habe, sind provisorisch. Du kannst alles wegnehmen, mach dein Ding draus. Weil das muss man auch sagen. Weil viele kommen zu selber und sagen, aha, okay, das ist so wie es wollen, dann lohne ich es so. Und darum muss ich eher ein bisschen vorsichtiger sein mit der Reverb und mit vor allem auch dem Kompressor. Weil da kannst du nicht mehr wegnehmen. Das ist auch alles geklebt oben und hast einfach keine Dynamik. Als es darum gegangen ist, das Album abzumischen, hat mich der Felix gefüttert mit verschiedenen Soundbeispielen.
Und ich habe dann sehr schnell herausgehört, wow, der Mike Watts wäre der ideale Mix-Kandidat zum River Crossing, um die Songs zu mischen. Weil er genau das Gespür drin von klaren Sounds und gleich noch gute Punkrock-rohe Elemente in den Parts der Songs, dass die gleich noch abrocken. Ich hatte auch das erste Mal einen Eindruck gehabt, wie das jemand externes unseren Sound hört, wie das jemand externes unseren Sound würde mischen, der zwar schon auch in diesem Genre unterwegs ist, aber vielleicht einen ganz anderen Eindruck von uns hat. Und das habe ich recht interessant gefunden. Ja, als der Watts uns den ersten Mix geschickt hat, da ist das Herz aufgegangen. Es war ein mega schöner Moment. Du hast alles mega klar gehört, es war aufgeräumt. Das ist einfach grundsätzlich eine mega positive Stimmung aufgekommen für mich. Ich habe das erstes auf dem Kopfhörer gehört und es hat mich recht geflasht. Als ich gesehen habe, was eigentlich aus diesen Spuren, aus diesen Einzelspuren, wie der Mike Watts ein Gesamt gemacht hat, wie er es eben gehört. Was gibt es weiter zu tun jetzt nach diesen Mixes? Ich glaube, wir werden jetzt die letzten Mixes noch, also die Veränderungen, die wir einfließen, die der Reta einfließen, werden wir jetzt noch abwarten. Dann wird es ein Mastering geben. Dazwischen haben wir parallel angefangen, uns einmal in der Woche zu treffen. Wir haben dann auch uns organisieren durch ein Online-Tool. Das ist nicht einfach so, du nimmst die Songs auf, hast sie fertig und rührst sie einfach mal auf Spotify, sondern es muss wirklich so schon etwas dahinter stecken, damit vielleicht auch im richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten zusammen die Songs eigentlich rausjagst. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Reto dann auf Felix zu und hat dann mal angesprochen, du, wenn wir das jetzt wirklich schon rausknallen, das Ganze, oder wenn wir noch einen Moment warten und auf Labelsuche gehen. Der River Crossing hat einen Plan gebraucht, oder? Wir wollten weiterkommen und man hat sich dann geeinigt, man nimmt einmal 3 Songs auf und geht shoppen. Shoppen heisst im Sinne von, wir machen die 3 Songs fix fertig und geht dann Label und Agenturen suchen. Mit der Hoffnung, wir finden etwas. Wir haben dann angefangen, Labels rauszusuchen. Wir sind da sehr strukturiert dran gegangen. Schlussendlich sind wir dann von einer kleinen Anzahl Labels angeschrieben worden. Wir haben das Feedback bekommen, wir haben auch Videocalls gehabt. Ja, wo wir dann halt mal einfach auch die Personen dahinter kennengelernt haben und auch nachher gefragt haben, was ihre Absichten sind und vor allem, wie sie sich die Zusammenarbeit mit uns vorstellen. Und anhand von dem Eindruck haben wir dann nachher uns entschieden, mit dem italienischen Label Antigone eine Zusammenarbeit zu starten. Sie repräsentieren eigentlich unseren Spirit von der Musik, vom Post-Rock, den wir eigentlich weitertragen wollen. Auch wenn wir vielleicht nicht nur klassische Post-Rock-Elemente drin haben, fühlen wir das immer noch recht gut im Herz. Und sind auch der Meinung, dass wir ein Label brauchen, das das genauso fühlt und so kann weiterführen und dass wir uns dort geborgen fühlen können. Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, wie die Band die nächsten 3 Songs in Angriff genommen hat. Wir haben das probiert und sie haben sich entschieden, in ein Hütchen auf einem Berg sich zu verschanzen, von diesen Songs zu arbeiten, wo ich sie dann auch einen Tag besuchen und ein bisschen reinhören. Und sie haben schon Pre-Production gemacht. Das ist eigentlich alles so in dem ganzen Prozess eine sehr stimmige Sache, dass man so Songschreiber-Weekends macht, dass wir mal sich aus dem Übungsraum rauskommen, andere Umgebung, ein bisschen losgelöster. Es ist immer gut, wenn man an einem anderen Ort ist, wenn man 24 Stunden miteinander verbringt, sich ausschließlich mit Musik und mit dem Songschreiben auseinandersetzt. Man hat auch neben Musik machen Zeit, über die Sachen zu reden. Man nimmt auf, man hört an. Man
analysiert, man kann die Ideen spinnen, man verbringt viel Zeit miteinander. Es hat mich sehr gefreut, dass all die Erfahrungen von den Recordings, von den Sessions, von den ersten 3 Songs sie einfach wirklich reingepackt haben. Und hey, was wollen wir machen, was können wir besser machen im zweiten Teil? Und das ist natürlich schon sehr cool gewesen, als ich dort oben war und das Gefühl hatte, wow, wir können eigentlich morgen ins Studio. Und sie sind dann noch picky gewesen, nein, dort wollen wir noch ein bisschen arbeiten. Und ich habe gefunden, dass wir sind schon viel weiter eigentlich jetzt mit den nächsten 3 Songs, als wir am Anfang sind bei den ersten 3 Songs. Und das war natürlich sehr ein cooler Input gewesen. Anders war bei der zweiten Aufnahmesession Zofingen beim Dave Hoffmann, dass wir nur zu dritten angerückt sind. Das haben wir schon fast ein bisschen antizipiert, dass es genau so wird bereichen. Wir haben entsprechende Vorbereitungen getroffen. Ich denke, wir waren bereit, um auch ohne Livio die Songs einspielen. Es ist schon in erster Linie ums Drum gegangen. Ich bin dann Papi geworden. Wirklich an diesem Tag ist das Kind auf die Welt gekommen. Ich habe mich dort schon ein bisschen darauf einstellen, dass ich ihn nicht haben werde. Aber so, ich sage jetzt mal, wie wir das im Vorhinein schon eingeübt haben, wie wir vorbereitet waren, ist es auch gut möglich gewesen, das ohne Bass durchzuführen und die Songs ohne Bass aufzunehmen. Wir hatten die Idee, die Bassspuren von der Pre-Production importieren können, sodass der Rest der Band einfach zu diesen Bassspuren spielt. Ich habe mir die angehört und gefunden, nein, ich möchte lieber, dass das Schlagzeug freier spielt. Er hat noch Bass rausgebracht, die kann man auch noch importieren. Ja, aber ich finde es eine gute Idee, weil dann haben sie sich vielleicht fest an die Bass. Super. Ich will schauen, ob es so nicht geht. Ich würde jetzt fast ein bisschen nutzen, die Chance. Du willst das Gleiche spielen, aber ohne Bass, als wäre die ein Duo, das spielt. Weißt du, dass es so ein bisschen ausnützt? White Stripes machen. Ein bisschen. Weißt du, ein bisschen mehr auf den Dreck gehen, dass ich draußen direkt auf die mehr offen habe. Also, ja, ich bin schon. Weil es musst du nicht zurückhaben wegen dem. Es kann fast ein bisschen wie das Gefühl haben, dass du die Lücke füllen auch noch. Hören wir den Felix und den Jonas? Klick kommt auf den 7. Vorsicht. Der Jonas ist auf 3-4. Dann könnt ihr den Link-Knopf drücken und dann könnt ihr mit dem 3 Gesamtlautstärke regeln. Und das ist Stereo, einfach Herd links, rechts. Alle am Start. Und We are free. Vor allem beim zweiten Mal habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich habe gewusst, was mich antrifft. Wir haben gewusst, was uns antrifft. Das zeugt auch davon, dass wir eben wirklich gut vorbereitet waren und dass die Zusammenarbeit mit dem Dave sowie auch mit dem Reto im Studio sehr gut funktioniert. Der René im Schlagzeug hat dann auch ein bisschen viel mehr kämpfen. Das Schlagzeug ist dann auch ein bisschen wilder geworden, was uns allen sehr gefallen hat. Es war eine super Erfahrung. Ich glaube, freiwillig werden sie es nicht einfach so wieder machen, aber es ist dann gleich gegangen. Ich habe dann, nachdem ich mit der Band Kontakt hatte, auch mit dem Reto natürlich geschrieben, wie es jetzt für ihn aussieht wegen dem Aufnehmen. Eine Woche später hat der Livio
so okay gegeben, hey, ich kann jetzt Bass spielen, wie geht es dir morgen? Ich habe gewusst, es wird dann gehen, wenn es ihm geht. Ich habe gefunden, ja, komm vorbei, no problem. Es war sehr schön, als er ins Studio kam. Wirklich, die Augen haben so geleuchtet als frisch gewordener Vater. Ich habe gesagt, komm, spiel einfach. Weil ich wusste, hey, ich muss jetzt einfach die Energie einfangen. Es ist nicht so wichtig, wenn jetzt mal dort ein bisschen Abseits spielt oder nicht. Es war effektiv nicht ganz einfach gewesen, umzuswitchen und die volle Energie ins Bassspiel hineingeben. Der Reto hat das sicher gespürt, aber er ist ja mega empathisch und kann mit dem mega gut umgehen und hat dann auch das Beste rausholen, gerade mit der Situation, die ist. Sehr cool im Tonstudio von Rob. Ich war das erste Mal dort und auch das erste Mal so alleine, fast intim, mit dem Reto über längere Zeit die Songs aufgenommen. Wir haben uns Zeit lassen, um die richtigen Sounds zu finden, können experimentieren. Ab und zu ist wieder jemand reingeschneit. Es ist halt cool, dass man so am Arbeiten ist und man hat nicht das Gefühl, dass man allein ist, sondern es kommen immer wieder Leute vorbei. Und dass man gleich sich voll konzentrieren kann auf das, was man eigentlich erreichen am Schluss. Und wir haben auch alle Hilfsmittel, die man braucht, genau in dem Raum, wo man sich befindet. Und mir hat das Gefühl, man ist überhaupt nicht eingeschränkt durch irgendetwas. Ja, aber ich werde dann auch noch mit einem versuchen, den Edge-Effekt draufzurühren. Okay, aber und der ist ja. gegen. Das ist halt der Total 8. Aber wenn es aber nur ein bisschen verschoben ist, fängt es an auf Eiern. Ja. Vor allem bei dem, wenn du immer schön Achtelnoten spielst, dann Eiern zu. Ich glaube, jetzt in diesem Teil kommt es überhaupt nicht drauf an. Und es sind ja nur 4 BPMs. Und die 4, du wirst ja nicht genau auf 80 sein, oder? Oder hast du es so eingestellt? Ich bin jetzt 180, okay. Ich kann es wirklich auf BPM genau einstellen. Wir hören es ja. Und was ist die Idee jetzt von diesem Sound? Weißt du, mehr ein bisschen zurückgenommen, dumpf? Oder darf er auch ein bisschen mehr singen? Gleich noch? Ja. Dann würde ich vielleicht schauen, wo man etwas anderes rockiger. Ja. Ich kann auch mit der Düse sonst probieren. Sound. Können wir geschehen. Hast du die live am gesehen? Als Ersatz. Hamburg. Hast du die gespielt? Hat schon mehr? Das ist ein bisschen rockiger, aber es ist nicht. Komm, wir gehen mal hören, wie sie klingen. Gehört ihr, ob es geht oder nicht? Weil der Felix natürlich auch einen gewissen Teil von der Gitarrenspuren mitgebracht hat und Teil von der Songidee gebracht hat, ist mir wichtig, dass er auch anwesend war. Auf jeden Fall bei den einen Songs, wo er Ideen eingebracht hat, damit es wirklich auch so rauskommt, wie er sich das vorgestellt hat. Und das ist natürlich wertvoll, wenn er sich die Zeit nehmen kann und kann helfen, umschrauben und gewisse Parts kann ein bisschen rausheben, wie er sich das vorstellt. Und so ist die Zusammenarbeit, denke ich, sehr angenehm. Wir sind recht pragmatisch dran gegangen bei den Aufnahmen der Gitarre. Haben in erster Linie mal die Sachen eingespielt, die wir brauchen. Und dann haben wir halt noch ein bisschen Special Effects eingespielt. Wie zum Beispiel Feedbacks, die wir gemacht haben. Direkt im Raum, damit so ein bisschen mehr Live-Feeling reinkommt in die Platte. Sachen, die normalerweise auch passieren, wenn man es live spielt, aber halt im Studio nicht so einfach zum Herkriegen ist.
It was a long, hard way to go, a struggle with a pain and tears. I didn't feel. Go, I struggle with all the pain and tears. Ja, ich muss es viel flüssiger. Alles nur Ideen. Ich habe mit dem weitergearbeitet. Heisst es mir Thorns, was fast ähnlich ist. Dornen oder Bla 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 bla. I didn't feel really good, but I had to leave this house despite my fear. Lost myself in ruin. I kicked indoors, exposed my soul, but was alone in an empty room. Ja. It was a long, hard way to go. I struggled with all the pain and tears. I didn't feel really good, but I had to leave this house despite my fears. Just tried to save everything, but failed until I lost myself in ruin. I kicked indoors, exposed my soul, but was alone in an empty room. Ja, ich glaube, im Speziellen bei Spines und dem Gesang ist, ich glaube, schon im Vorfeld, ich glaube, in der Entstehung schon eine Diskrepanz gewesen. Spines basiert eigentlich auf einer Idee, die wir schon länger im Übungsraum allein so in einer Session eingespielt haben, wo Gitarrenlinie, Bass, Schlagzeug, es ist eigentlich das einzige Lick. Wo wir dann nach Salchwil der Song so ein bisschen weitergesponnen haben, hat er ein bisschen ein anderes Gesicht bekommen. Ich persönlich habe mich extrem schwer getan, an diesem Gesang festzuheben. Für mich eher ein schwieriger Song gewesen, weil ich mich dann gefühlsmässig also ein bisschen distanziert habe von dieser Art und Weise, wenn ich dort singe. Inzwischen sehe ich es anders. Inzwischen ist er ein fester Bestandteil. Also er funktioniert super in diesem Album rein. Ja, ich finde ihn inzwischen super. Ich komme am Gesang klar. Wo alles im Kasten war bei den weiteren 3 Songs und ich Rough Mixes gemacht habe und mal der Band geschickt für Feedbacks, sind natürlich mehr Feedbacks gekommen, weil wir haben nicht gewusst, wie viel Gesang werden bei diesen weiteren 3 Songs getroffen sind. Es ist massiv viel mehr Gesang. Und dementsprechend haben sich die Songs völlig anders entwickelt. Und das hat natürlich die Band zuerst verdauen und hören, hey, wollen wir das nicht? Ich glaube, das ist vom ganzen Album her die emotionalste Sequenz in dieser Albumproduktion. Wir sind uns da zum Teil in gewissen Songs sehr uneinig gewesen, was gewisse Parts anbelangt. Wir haben uns gegenseitig dann auch, oder jeder für sich dann gefragt, was macht Sinn, was dient im Song, und haben da gewisse Emotionen müssen daraus nehmen. Und wie immer bei uns, es gibt da viele Diskussionen, es artet zum Teil ein bisschen aus, aber ich glaube, schlussendlich finden wir uns immer wieder auf den richtigen Weg, und ich glaube, so das Gesamtkonzept und die Gesamtsongs sind eigentlich so rausgekommen, wie wir es wollen. Von dem her sehr gut.
Dann haben wir natürlich auch die weiteren 3 Songs im Mike Watts zum Mischen geschickt und er hat im Prinzip das Gleiche gemacht wie die ersten 3 Songs, weil das muss er ja auch. Weil die müssen ja auch, das kommen wir aufs gleiche Album, sie dürfen nicht komplett anders klingen. Das haben wir natürlich von Anfang an geschaut, dass das der Zuhörer nicht hört, aha, okay, da war doch 3/4 Jahre dazwischen gewesen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber eben, Mike Watts ist ein Pro und hat das super gemacht. Das Artwork vom Album, das Forsaken heisst, hat Mansing Tang gemacht. Ja, es hat sich definitiv gelohnt, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie hat uns extrem viel Arbeit abgenommen. Ich habe das Gefühl, sie hat unsere Songs auch gut verstanden und hat genau gewusst, wodurch wir gehen wollen. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn jemand die Musik so gut auf Grafik übersetzen kann. Die letzten 3 Songs, die wir gemacht haben, finde ich eine unglaublich gute Ergänzung zu den ersten 3. Sie kommen anders daher, haben aber für mich eine krasse Dynamik und einen musikalischen Range, den ich nicht erwartet hätte. Ich finde sie auch richtig gut. Ich habe sehr Freude daran.